Hallo Retro-Freunde und willkommen zu einem weiteren Video in meiner Masters of the Universe Origins Woche. Wie in meinem letzten Video erwähnt, in dem ich euch die Origins Wave 7 vorgestellt habe, präsentiere ich euch in diesem Video weitere Neuheiten aus dem Bereich Origins, die meine Sammlung ab sofort bereichern. Ja Leute, bevor wir mit den weiteren Neuheiten loslegen, ja, ich hatte in meinem letzten Video, in dem ich die Wave 7 Figuren vorgestellt habe, das blende ich euch hier nochmal ein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ja schon erwähnt, dass mein Kanal hier auf YouTube jetzt ein Jahr online ist, ein Jahr dabei, ein Jahr Videos vom Retro-Rauner, und das möchte ich mit euch zusammen feiern und ich möchte ein Gewinnspiel machen. Ja, und dieses Gewinnspiel startet diesen Sonntag auf meinem Kanal. Da gibt es ein weiteres Video, ein Gewinnspielvideo, das gesponsert wird vom Christian von Seatoys. Grüße an dich. Ja, und wenn ihr bisher noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann abonniert den Kanal jetzt schnellstmöglich, klickt auf die Glocke und verpasst somit das Video nicht, sobald es online geht. Nachdem es zuletzt etwas still war, was die Origins anging, ja, die letzte Wave ist schon ein bisschen her, die Figuren habe ich schon seit der Los Amigos im Oktober letzten Jahres, im Oktober 2021 schon bei mir in der Sammlung. Ja, war es jetzt 3 Monate still, jetzt kamen die Wave 7 Figuren raus und es gab noch weitere Sachen und das möchte ich euch hier präsentieren, weil es ist mega und ich hätte nie gedacht, dass es so groß ist. Ich habe hier ein Set bekommen, die Battlefield Warriors, ja, und ich bin so geflasht, ja, von der Größe. Ich dachte am Anfang, das Set brauche ich nicht. Wozu braucht man das? Ich habe einen Battlecat, ich habe einen He-Man, ich habe auch einen Battle Armor He-Man. Wieso zur Hölle bringt jetzt Mattel nochmal ein Set raus mit einem weiteren Battlecat, mit einem weiteren Battle Armor He-Man? Ja, am Anfang dachte ich mir, nee, brauche ich nicht. Dann dachte ich mir, aber hier, komm, ich gucke es mir nochmal an. Und jetzt, wenn ich das in Händen halte, sage ich, das ist so klasse. Ja. Von den Figuren her, sage ich mal, ist es nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe den Battlecat dabei. Das Set nennt sich Battlefield Warriors, weil sie halt gerade im Kampf sind. Ja, somit hat Battlecat auch hier ein paar rote Streifen. Das sieht man auf dem Artwork, was total klasse ist wieder. Sehr gut, dass er hier so ein paar Kampfspuren sollen das darstellen. Die hat er hier an sich. Ansonsten ist es der gleiche Battlecat, der auch ja, in der Einzelvariante erhältlich ist. Der Battle Armor He-Man, ich blende euch natürlich wie immer Bilder dazu ein. Der Battle Armor He-Man ist auch die gleiche Figur, die es schon als Deluxe-Variante gibt, mit Ausnahme, dass jetzt der Brustpanzer hier, dass die Rüstung quasi silber poliert ist, nenne ich es mal. Ja, bei der Deluxe-Variante war es ja matt, die Rüstung. Hier ist sie jetzt wirklich eine silberglänzende Rüstung. Und ich habe noch einen Wechselkopf dabei, ja, der halt eine Hommage, würde ich sagen, halt an dieses Artwork ist oder das Artwork eine Hommage an den Kopf. Man weiß nicht genau, wie rum es war. Auf jeden Fall hat der He-Man jetzt auch ein paar wehende Haare. Das heißt, ich kann ihn jetzt auch in den Wind stellen, ja, und die Frisur sitzt wie 3 Wettertaft. Ja, finde ich total klasse. Ja, finde ich total toll. Auch He-Man hat Kampfspuren. Er hat am Arm, er hat am Bein auch ja, Wunden, sage ich mal. Ja, das ist untypisch eigentlich für die Masters of the Universe Figuren, weil da haben die Figuren oder die auch im Cartoon, soweit ich weiß, nie irgendwelche Blessuren gehabt oder Wunden gehabt. Und ich glaube, das ist die erste Figur, die halt wirklich Kampfspuren zeigt. Ja, finde ich total klasse. Ja, es ist eine Bodenplatte dabei, ja, wo ich die Figuren nochmal drapieren kann. Es sind 2 kleine Drachen hier dabei, so als Gimmick nochmal nebendran. Finde ich total toll. Was mich am meisten aber fasziniert, ist diese riesen Box und dieses super, super tolle Artwork, dieses Design. Ja, finde ich Wahnsinn, finde ich richtig toll. Ja, und das gucken wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer an. Ja, also die Box ist im Design, wie die Origins ja, Boxen sind, ja, also sprich halt, ich habe hier das Masters of the Universe Logo, ich habe hier den Schriftzug, da haben wir die Battlefield Warriors beziehungsweise den deutschen Schriftzug Krieger des Schlachtfelds, das hört sich ganz schön heroisch an, ja. Ich habe hier auch wieder diesen, der mich halt immer so ein bisschen stört bei den ganzen Origins Verpackungen, dieser gelbe ja, Stern, dieses gelbe herausstechende, und da habe ich nochmal dabei stehen, Retro Play Modern Posing. Ja, wir wissen es mittlerweile, also von mir aus kann Mattel auch ruhig mal dieses Ding hier weglassen, dann sieht die Verpackung noch ein bisschen schöner aus. Ja, ich habe an der Seite hier nochmal
diesen kleinen Drachen, der auch hier beiliegt, wie gesagt, dabei. Ja, und ich habe auf der anderen Seite eine weitere Figur, die schon des Öfteren mal auf den Cardbacks etc. aufgetaucht ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ich kenne sie soweit nicht. Ja, wie gesagt, ich bin ein Hörspielkind in Europa, Masters of the Universe Hörspieler der 80er, als auch der Actionfiguren der 80er. Und hier gab es diese Figur nicht. Vielleicht war die nochmal irgendwo, wie gesagt, wieder in einem US-Comic dabei. Oder vielleicht ist sie ja mal im Cartoon vorgekommen, im Filmation-Cartoon, den ich auch nicht so hundertprozentig verfolgt habe damals, ja, den ich auch ein bisschen, ja, nicht ganz so doll fand. Da fand ich die Figuren und die Hörspiele wesentlich besser. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr den kennt. Da er auf der Verpackung ist, gehe ich auch davon aus, dass er demnächst vielleicht halt auch als Figur erscheinen wird. Ja, und jetzt Wahnsinn, ich drehe das Ganze um und zeige euch hinten die Rückseite der Verpackung und die lässt mich auch wieder sprachlos zurück. Ich finde es total klasse. Ja, ich habe hier eine Kampfszene. Das ist mega, das ist total toll. Ja, ich habe hier He-Man in der Battle Armor Rüstung auf Battlecat, die in den Kampf reiten. Ja, ich habe hier Man-at-Arms dabei, die Castle Grayskull im Hintergrund. Hier wieder eine weitere Figur, wo ihr mir sagen könnt, wer es ist, weil ich glaube, Teela ist es nicht. Oder ist es doch? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ja, dann haben wir hier wieder diesen Froschmann, nenne ich es mal, ja, der auch wieder dabei ist. Dann habe ich die allseits bekannten Skeletor in der Battle Armor Rüstung. Ich habe den Pantor, ich habe den Too-Bad, auch wieder eine Figur, die es in der Origins-Reihe noch nicht gibt, aber auch hier wieder ein Hinweis darauf, dass die hoffentlich demnächst kommt, fände ich total klasse. Ja, dann eine weitere Figur, die ich nicht zuordnen kann, die hier mit dem, wie heißt noch, mit dem Morgenstern in der Hand. Ja, auch wieder ein Monster des Bösen. Ja, auch das könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wer es ist und wo der herkommt und was der für eine Bewandtnis hat. Ja, und ansonsten habe ich hier nochmal ein Exclusive, ja, sprich den Leo Faker und den Duplicat, die es ja nur exklusiv auf der Convention gab, beziehungsweise bei Mattel Creations zum Vorbestellen gab, die ausverkauft sind, die für eine utopische Summe gehandelt werden. Ja, ich hätte ihn beinahe auch gekriegt bei Mattel Creations. Ja, hatte ihn schon im Warenkorb und als ich dann kaufen wollte, hieß es, es gibt einen Fehler, das Ding ist nicht mehr verfügbar, rausgeflogen, wieder neu reingegangen, das Ding war ausverkauft. Also sehr, sehr schade, ärgere ich mich immer noch drüber. Ja, aber diese ganze Szenerie hier ist so düster und so toll. Ja, das ist, glaube ich, mit das beste Artwork, was ich bisher bei den Origins gesehen habe und ich finde sie alle klasse, aber das hier ist nochmal eine Hausnummer für sich, finde ich total geil. Ja, das so als Banner in einer gewissen Größe an die Wand gemacht, ja, finde ich, das wäre Wahnsinn, das wäre total toll. Ja, ansonsten hier unten nochmal die Abbildung, wie üblich bei den Figuren halt auch. Hier wird die Zauberrüstung erklärt, ja, das heißt, wenn ich halt drauf schlage oder wenn es Kampfspuren gibt mit dem Schwert oder mit irgendwas anderem, ja, dann habe ich die Kampfspuren, die ich dann wieder drehen kann, um die Rüstung wieder heile zu machen. Ja, sollte allseits bekannt sein. Der Battlecat, wie gesagt, ist hier auf diesem Display, auf dieser Bodenplatte kann ich den hinstellen. Und hier ist sogar nochmal ein Hinweis, dass ich diese zwei kleinen Drachen, die dabei sind, sogar auch an der Castle Grayskull befestigen kann, an dem Burgturm. Quasi kann ich sie einhängen. Ja, finde ich sehr schön. Ansonsten sind nochmal die weiteren Figuren abgebildet, die es gibt. Ja, und zwar habe ich Castle Grayskull mit der Zauberin, mit der weißen Zauberin hier, die exklusiv bei der Burg dabei ist. Ja, und zusätzlich habe ich hier die Wave 6 Figuren abgebildet. Somit sollte dieses Set wahrscheinlich zur Wave 6 erscheinen. Ist hier bei uns in Deutschland erst quasi mit der Wave 7 erschienen. Ja, das heißt, ich habe He-Man und Skeletor in der Vintage-Head-Variante. Ja, dann habe ich den Lords of Power Beastman. Ich habe die Eternian Goddess oder die Green Goddess. Ich habe Webster, Stinkor und dann unten noch den Wind Raider. Finde ich total toll, dieses Set. Es ist Wahnsinn. Ja, unten steht auch nochmal Battle Armor, He-Man und Battlecat. Ja, dieses Set ist ja Wahnsinn, ist super toll und vor allem ist es teurer geworden. Ja, ich hatte es vorbestellt für 59 Euro, meine ich. Ja, das war so dieser Standardpreis. Und mittlerweile, dadurch, dass der Zulieferer die Preise erhöht hat, was man überall so hört, wird dieses Set teilweise mittlerweile für 70 Euro angeboten. Ja, Wahnsinn. Also es ist viel Geld, es ist wirklich viel Geld für ein Stück Spielzeug, vor allem weil man Battlecat und He-Man, wenn man die Origins sammelt,
eigentlich schon in der Sammlung haben müsste. Ja, überlegt man sich wirklich, ist es mir das wert? Ich kann nur sagen, allein von der Verpackung ist es mir wert. Das Teil bekommt, wie so vieles in meiner Sammlung, einen Ehrenplatz. Ich finde es total klasse, die Battlefield Warriors. Ja Leute, und ein weiteres Playset oder ein Fahrzeug, eine Figur, die ich bekommen habe, ist der gute Stridor oder Stridor. Ich nenne ihn Stridor, ja, weil so wurde er auch in den Europa-Hörspielen genannt. Wie ihr eben gerade gehört habt, die Europa-Hörspiele sind meine liebsten Masters of the Universe Hörspiele oder Zeitzeugen aus der Vergangenheit. Ja, wie gesagt, die Figuren und die Hörspiele, der Cartoon nicht so. Und in den Hörspielen wurde er Stridor genannt. Und deswegen sage ich jetzt auch Stridor zu ihm. Ja, also das Robotpferd der Heroic Warriors, der Guten, ja, von Man at Arms entworfen, finde ich total toll. Es ist total wuchtig und auch ähnlich wie bei diesem Battlefield Warrior Set gibt es auch hier wieder mehr dazu als das reine Pferd oder das reine Fahrzeug oder wie man immer man es nennen mag. Ja, ich habe so eine Bodenplatte dabei, ja, wo ich sogar hier so ein Geschirr habe bei dem Pferd, was ich halt da drum wickeln kann, damit es nicht wegrennt. Finde ich total toll. Ich habe einen Wechselhelm dabei. Ich habe den Originalhelm, der halt auch bei der Vintage-Figur dabei war, als auch noch ein Ausweichhelm. Ja, ich habe die Laserkanonen natürlich dabei. Ich finde es Wahnsinn, ich finde es toll. Und auch hier wieder finde ich noch toller als die Figur eigentlich, finde ich auch hier wieder das Boxdesign. Da macht Mattel einen richtig genialen Job, finde ich. Ja. Das sieht so Vintage aus, das sieht so 80er Jahre aus. Wie gesagt, wäre das so in den 80ern rausgekommen, ich hätte es sofort abgenommen, ich hätte es sofort geglaubt. Ja, total klasse. Ja, und ich habe hier sieht man nochmal, das sind nochmal so kleine, so Laser sind auch nochmal dabei, die ich halt auf die Waffen aufstecken kann. Wer es braucht, ich brauche es nicht. Ja, hier oben, wie gesagt, das Artwork, jetzt habe ich hier sogar schon auf der Front. Ja, normalerweise habe ich hinten auf den Artworks ja immer irgendwelche Teaser, wo neue Sachen angeteasert werden, neue Figuren oder Fahrzeuge, was auch immer, die eventuell bald kommen. Das habe ich jetzt sogar schon auf der Frontseite, denn wie ihr seht, ich habe hier den Skeletor im Roton, ja, in seinem Roton, den gibt es auch noch nicht. Auch den hoffe ich bald als Origin-Fahrzeug sehen zu können, wäre total klasse. Dann habe ich He-Man auf Stridor natürlich. Ich habe Fisto, der, ja, wenn ihr ein 80er-Jahre-Kind seid, eigentlich mit Stridor assoziiert wird wie keine andere Figur. Fisto und Stridor, das gehört einfach zusammen. Ja, deswegen ist er auch hier wieder drauf, finde ich total toll. Wir haben hier Screech, ja, das Pendant zum Adler der Giganten, ja, also Screech von den Bösen. Auch hier hoffe, dass der auch bald in Adlerform kommt. Ja, und hier oben nochmal dunkel angeteasert. Ich gehe davon aus, das ist Sunman. Gespaltene Meinung, ob man den braucht oder nicht. Man weiß es nicht. Ja, er kommt in der Origins Line, deswegen werde ich mir den auch holen. Ja, finde ich total toll, dass Mattel halt auch nicht nur ja, die Original-Vintage-Figuren rausbringt. Ja, das ist natürlich das Nonplusultra, aber auch halt in diesem Design weitermacht und andere Figuren rausbringt. Ihr könnt es immer in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich finde es toll, ja, dass diese Origins Line so lebt, so lebendig ist. Wenn wir uns die Rückseite angucken, auch nochmal wieder ein geniales Artwork, wo ein bisschen weniger passiert als auf der Frontseite. Ja, hier habe ich halt He-Man wieder auf Stridor, ich habe die Castle Grayskull im Hintergrund und ich habe hier Soar, den Adler der Giganten. Ja, auch hier, wie gesagt, Soar wie Screech auf der Frontseite gibt es noch nicht im Origins Design als Origins Figur. Hoffe, dass sich das bald ändert. Ansonsten hier nochmal auch wieder die Features von der Figur von Stridor. Wie ihr seht, ich kann den Helm tauschen. Ja, Stridor kann in verschiedenen Posen aufgestellt werden, auf dieser Bodenplatte wiederum. Und diese Bodenplatte kann ich sogar mit Castle Grayskull kombinieren und sie unten drunter schieben. Wer es braucht, ja, nimmt auf jeden Fall weniger Platz weg, wenn ich das so mache. Finde ich eine tolle Idee. Ja, und hier auch wieder die Figuren angeteasert. Hier ist diesmal die Wave 7 mit dabei. Das heißt, ich habe Stridor, dann habe ich hier Jitsu, den Mini-Comic Stratos, ich habe Buzz-Off und die Sorceress in Menschengestalt und ja, ich habe zwei Figuren, die bis dato auch noch nicht in Deutschland erhältlich sind. Ich habe den Terror Claws Skeletor und ich habe den Flying Fist He-Man. Die sollten auch hoffentlich demnächst, innerhalb der nächsten 1-2 Monate hoffentlich eintreffen. Sind beides Deluxe-Figuren, auf die freue ich mich auch schon wahnsinnig.
im Gesamten, ja, das Set finde ich total klasse. Auch, dass die Fahrzeuge, nenne ich es mal, oder Reittiere alle eine Nummer größer sind, eine Nummer wuchtiger sind wie die Vintage-Varianten. Ja. Auch dieser Stridor ist bulliger wie das Vintage-Pferd, was es damals gab, was hier hinten bei mir im Regal steht. Ja, ich finde, das ist total klasse und ja, nochmal, Mattel macht hier einen riesen Job. Total klasse. Ja Leute, jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu dem Origins Stridor? Was sagt ihr zum Battlefield Warrior Pack? Ja, holt ihr euch das? Habt ihr es schon? Wie findet ihr es? Wie immer, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, nochmal ein Ausblick. Am Sonntag geht mein Einjahres-Retro-Rauner auf YouTube Video online mit einem tollen Gewinnspiel. Ja, es gibt was von den Origins zu gewinnen. Da werden euch die Ohren schlackern, ja Leute. Also wie gesagt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das schnell, ja, damit ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag zum Gewinnspielvideo. Macht's gut, euer Retro Rauner.